Oft entstehen Blockaden beim Trompetespielen schon vor dem eigentlichen Trompetenspiel, also bevor wir einen Ton produzieren, den ersten Ton spielen. Was passiert da? Wenn du einmal die beiden Hände zusammendrückst, ganz fest, dann merkt man, hier entsteht so eine Enge, so ein Druckpunkt. Und das haben häufig auch Instrumentalisten auf Blechblasinstrumenten, wenn es eben darum geht, Blockaden zu lösen, dass genau dieser Punkt hier eng wird. Die Stimmbänder gehen zusammen, als ob man was Schweres hochhebt. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass man dagegen antrainiert, dass es eben irgendwann weggeht. Was hilft uns bei solchen Sachen? Wir können die Trompete per se gerne nehmen, nämlich indem wir zum Beispiel mal das Mundstück umdrehen. Und Luft durchs Mundstück fließen lassen. Hier kann man jetzt einen Pfeifton, das ist unterschiedlich, manchmal kommt auch keiner. Und wir haben hier natürlich auch unser Mundrohr der Trompete. Auch hier kann man zum Beispiel noch zusätzlich die Wasserklappe aufmachen und Luft rausfließen lassen. Fließen ist das richtige Stichwort. Nicht rausdrücken, weil dann haben wir nämlich das Problem wieder, wir gehen in die Enge am Hals, sondern rausfließen lassen. Das ist das Wichtige. Und wenn wir jetzt dieses freie Luftflussgefühl eben auf unsere Trompete übertragen möchten, dann bietet es sich immer an, erstmal in der Mittel- oder tiefen Lage zu starten. Wieso? Oben sind die Lippen enger, es ist anstrengender, schweres Gewicht, das man hochhebt und dann merkt man auch wieder, hier wird es eng. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer in der tiefen Lage, zum Beispiel C1 anfangen. Das heißt, erstmal die Lippen etwas vorbereiten auf die Arbeit, die sie gleich leisten müssen. Und dann geht es letztendlich darum, Trompete ansetzen, wie beim Vorstellen vom Luft fließen lassen durch das Mundrohr, durch das Mundstück gerade eben. Und im Mezzo-Piano, im Mezzo-Forte Luft fließen lassen. Ne? Und gleich nochmal. Definiere genau, wann der Ton anfangen soll. Und so weiter und so fort. Also hier mal darauf achten, dass auch dieses passiert. Du kannst auch 2 Finger zwischen die Zähne machen. Auch hier weitet sich der Kehlkopf extrem und auch hier kann man sich ganz bewusst machen, wenn man atmet. Und da spürt man auch diese Kälte, die im Hals entsteht durch dieses schnelle Luft nach innen und nach außen bringen. Da wird der Rachenraum ganz kühl. Und auch das hier ist wieder wichtig. Das bringen wir wieder auf die Trompete. Auch hier wieder gebunden spielen, dass eben immer dieser Luftfluss aufrecht bleibt. Das ist ganz wichtig. Wenn du merkst, in dieser Mittellage oder in dieser tiefen Lage ist es kein Problem, dann erweitere deinen Tonraum immer tonleiterartig oder eben chromatisch nach oben bzw. nach unten. Dass du immer merkst, okay, dieses Druckgefühl kommt ab Ton XY. Nehmen wir mal C2 zum Beispiel. Und dann bewege ich mich unten drunter, ne, vom G bis C1, G bis zum A, wieder nach unten, G bis zum A, B, H, wieder nach unten und dann versuche ich mit guter Luft, die ich vorher nochmal einatme, dann diesen Bogen übers C2 zu spielen und eben wieder nach unten. Also nicht verkrampft nach oben zielen und dann den Ton halten und dann trainiert man letztendlich auch, dass dieser Druckpunkt wieder kommt, sondern ganz im Gegenteil, mit Crescendo nach oben spielen und wieder nach unten. Zum Beispiel. Ne, eine kurze Phrase. Und vielleicht auch nach unten wieder. Ganz egal. Da gibt es auch viel Literatur, Clark etc. pp, Aban und auch neuere Trompetenschulen natürlich. Die bieten immer viele Luftfluss, Luftführung oder auch Höhentrainingübungen an, die man eben dann mit solchen Trainings gut verwenden kann. Also achte immer drauf, dass der Hals offen bleibt. Was auch wichtig ist, ist das allgemeine Körpergefühl, denn auch das bringt uns immer zu Verspannungen. Also wenn man schon die Arme zum Beispiel ganz eng am Oberkörper hat, ihr merkt es auch an meiner Stimme, es ist alles eng. Also gesund, die Arme so ein bisschen auspendeln lassen, die Ellbogen und das normalisiert sich ja auch und dann habe ich das Gefühl, ich kann frei einatmen, kein Problem, ne? Also so fühle ich mich eingeengt. Ist auch unangenehm. Frei, wunderbar.
Körperhaltung, auch ein wichtiges Thema. Ich empfehle dir auch erstmal im Sitzen zu trainieren. Im Stehen natürlich auch, aber passt da immer auf. Da gibt es oft das Problem, dass man so ins Hohlkreuz geht. Ne? Dann merkt man auf jeden Fall im unteren Rückenbereich Spannungspunkte. Dann auf jeden Fall im Sitzen trainieren, auch angelehnt trainieren. Natürlich nicht ganz, ganz bequem im Stuhl hängen, sondern aufrechte Körperhaltung ist immer wichtig. Gerne auch angelehnt, das ist überhaupt kein Problem, dass hinten der Rücken etwas gestützt wird. Und auch hier kann man wunderbar einatmen. Und die Luft fließen lassen. Wichtig ist eben, dass wir eine Anspannungs- und eine Entspannungsphase haben. Das ist immer ganz wichtig, dass man nicht immer nur ins Anspannen geht und dann löst. Weil dann kommt wieder, wie gesagt, unser Druckpunkt im Hals. Anstrengend. Deswegen immer im Fluss spielen, in der Bewegung bleiben. Ganz wichtig, es geht nach oben und wieder nach unten. Entscheidender Punkt auf jeden Fall. Wenn du Übungen im angestoßenen Bereich machst, achte auch hier immer drauf, dass die Luft nach außen fließt. Also dass du nicht ganz kurze, staccatierte Töne spielst, sondern dass du erstmal permanent in diesem Ausatmenprozess bist. Und also deine Anstoßtöne tenuto spielst, also breit. Zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Also da gibt es auch unzählige Übungen, nimm deine Tonleitern oder andere Übungen. Achte immer darauf, dass das permanent passiert. Und die Zunge tupft dazwischen. Wir sind also permanent im Ausatmen und dazwischen tupft die Zunge. Du hast immer dieses breite Anstoßen erstmal. Später dann auch kürzer, aber zum Trainieren und zum Blockadenlösen immer in Bewegung bleiben, immer im Luftfluss bleiben. Das bringt uns immer ein Stück nach vorne und es schadet auch nichts, auch wenn du keine Blockaden hast, dich immer wieder auf die Basics zu besinnen und die täglich, sind nur ein paar Minuten, dich damit im Einspielen auseinandersetzt. Klangübungen, Luftflussübungen etc. pp, dass man sich einfach wieder das Gefühl holt, okay, wie fühlt sich heute an, wie fühlt sich die Lippe an, wie schwingt die Lippe, wie fühlt sich es allgemein im Oberkörper an, habe ich Blockaden, habe ich Verspannungen etc. pp. Und dann kann man mit solchen Übungen immer versuchen, diese zu lösen. Ganz wichtig. Es spricht auch nichts dagegen, wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt gleich Trompete, dass du erstmal ein paar Lockerungsübungen machst. Auch mal die Schultern etwas nach hinten ziehst, Spannung beibehältst, lockern lässt oder nach oben ziehst, hältst und lockerst oder allgemein deinen Körper etwas ausschüttelst. Auch das gibt immer ein gutes Körpergefühl und schadet für unser Trompetenspiel definitiv nicht. Also, man kommt sich immer ein bisschen komisch vor, wenn man sowas macht, aber letztendlich macht es ein Sportler auch. Und was machen wir auf unserer Trompete? Letztendlich auch Leistungssport. Also hier immer wirklich mit den offenen Augen durchs Leben gehen, in Bereichen des Sports sich Übungen holen, die man sehr, sehr gut fürs Trompetespielen auch brauchen kann. Es ist auch mal wieder ein anderes Üben, es entspannt uns auch mental, löst auch hier Verkrampfungen und wir können Probleme von unterschiedlichsten Richtungen angehen, diese lösen. Also achte immer drauf, freier Körper, entspannte Körperhaltung. Merkst du Blockaden im Sitzen, trainieren bzw. auch angelehnt, damit einfach die Muskulatur etwas entspannt ist, die uns aufrecht hält. Locker und weich einatmen und die Luft fließen lassen. Öffne den Hals übers Mundrohr, Mundstück oder zum Beispiel über 2 Finger. Auch hier der Kehlkopf schon offen. Und achte auch beim Üben, zum Beispiel von deinen Etüden oder deiner Konzertliteratur, immer darauf, dass du dich angenehm und wohl fühlst. Nicht verspannt und verkrampft, denn das schafft wieder Blockaden, da geht der Teufelskreis wieder von vorne los, sondern ganz im Gegenteil. Trainieren, anstrengen, entspannen. Anspannung, Entspannung. Immer das Gleiche. Und da muss man aber immer wieder drauf aufpassen, man muss sich da ein bisschen disziplinieren, das geht mir auch so. Man verkopft seine Literatur, aber eigentlich ist das Musizieren ja wesentlich mehr Arbeit am Körper, mehr Arbeit mental auch. Und letztendlich geht es darum, dass man eben auf sich achtet, letztendlich geht es darum, dass man auf sich achtet und eben keine Blockaden zulöst, sondern immer angenehm, gerne und frei, locker musiziert. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei beim Lösen deiner Blockaden. Hast du Fragen dazu? Ab in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.